Sie wollen Ihre Holzmöbel im Innen- sowie im Außenbereich deckend streichen? Dafür empfehlen wir die lösemittelfreien Aqualacke von Auro. Die Aqualacke von Auro decken nicht nur optimal Ihre Holz- und Metalloberflächen, sie sind dazu noch geruchsneutral sowie AGBB geprüft, dem Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung. Für Spielzeuge sind die Aqualacke unbedenklich. Sie sind auf Speichel- und Schweißechtheit und für die Spielzeugbehandlung geprüft. Auch sind die Lacke vegan, da sie aus pflanzlichen und mineralischen Rohstoffen bestehen. Und für den Innen- sowie den Außenbereich sind sie eine wahre Bereicherung. Ob in seidenmatt oder glänzend. Mit einer Farbpalette von 7 Grundfarben, die untereinander natürlich frei mischbar sind, ist eine große Farbvielfalt gegeben. Es bleibt kein Wunsch offen. Um Holzmöbel mit den Aqualacken zu streichen, beachten Sie Folgendes. Säubern Sie die Holzoberfläche gründlich und schleifen Sie sie mit einem Sandpapier der Körnung von 220 fein ab. Entfernen Sie danach alle Überreste des Schleifens mit einer einfachen Abstaubbürste, um die Vermischung mit der Farbe zu vermeiden. Haben Sie einen Wunschfarbton, der sich ganz einfach anmischen lässt, dann rühren Sie ihn in einem separaten Behälter an. Lassen Sie sich auch von der Auro Farbkarte für Aqualacke inspirieren, um Ihren Wunschton zu finden. Zum Streichen nehmen Sie die Schubladen aus Ihrer Kommode und halten Sie Pinsel und Rolle bereit. Schrauben Sie alle Griffe ab und schützen Sie Ihren Arbeitsbereich am besten mit einer Folie. Beginnen Sie beim Streichen mit den kleinen Flächen, wie Kanten und Ecken, die Sie mit dem Pinsel bearbeiten. Für die großen Flächen eignet sich hervorragend eine Rolle. Unser Trick zum Rollen? Der Einsatz einer Mikrofaserrolle zum Auftragen der Farbe und zum Verteilen eine Schaumstoffrolle. So erhalten Sie beste Anstrichergebnisse. Für die Lackierung der Holzgriffe versehen Sie am besten einen Pappkarton mit langen Schrauben, auf die Sie die Griffe zum Lackieren setzen können. Somit ist eine Rundumtrocknung gegeben. Nach der Trocknung der ersten Farbschicht und feinem Abschmirgeln mit einem 240er gekörnten Sandpapier und dessen Staubentfernung kann der zweite Anstrich erfolgen. Arbeiten Sie nun besonders zügig und gründlich und achten Sie darauf, Nasenbildung zu vermeiden. Nach der Trocknung ist die Kommode fertig lackiert und einsatzbereit. Ihre verschmutzten Werkzeuge lassen sich nun perfekt mit der Auro Pflanzenseife säubern. Einfach mit Wasser und einem Teil Pflanzenseife Ihre Pinsel und Rollen reinigen. Keine Sorge wegen der Farbreste aus Ihren Werkzeugen. Die Aqualacke sind kompostierbar und lassen sich problemlos sogar im Hausmüll entsorgen. Schöner und gesünder wohnen und leben mit Auro.